Wir haben am 5. September die Messe in Düsseldorf verlassen und sind weitergefahren, und zwar geht es für uns in Richtung Kroatien. Und da möchte ich in diesem Video zeigen, welche Stellplätze oder Etappenplätze wir genutzt haben dazu in Deutschland. Herzlich willkommen dazu. Unser Ziel in Kroatien ist Pakostane. Dort gibt es den Camp Nordsee. Den kennen wir, waren wir schon häufiger. Darüber habe ich auch schon in einem Video berichtet. Dort haben wir ab 15. September einen Platz reserviert. Auf dem Camp Nordsee waren wir schon häufiger. Das erste Mal vor ca. 20 Jahren und dann immer mal wieder und zuletzt in dem Jahr 2021. Wir sind am Donnerstagnachmittag um ca. 16 Uhr noch von der Messe gestartet in Richtung Süden, haben die A3 genutzt und sind dann zu dem Stellplatz in Bad Camberg gefahren. Das waren ca. 230 Kilometer bis dorthin. Wir haben diesen Stellplatz ausgesucht, weil er sehr nah an der Autobahn A3 liegt, also als Etappenplatz sehr günstig. Vielleicht der Hinweis noch, ich arbeite ja seit einiger Zeit mit dem Trecker Trekivi und hier kann ich genau sehen, wie weit und wo ich gefahren bin und wie lange es gedauert hat. Ich habe deshalb vorhin einen Fehler gemacht, ich habe gesagt 230 Kilometer, jetzt sehe ich, es sind 186 Kilometer. Wir sind in Bad Camberg, das ist etwa 50 Kilometer vor Frankfurt an der A3, nur wenige Kilometer entfernt, ist dieser Stellplatz, ideal als Etappenplatz. Hier gibt es eine End- und Versorgung und es gibt hier auch Strom. Der Platz ist kostenlos und wird sehr stark angenommen, gerne eben als Etappenplatz. Das sieht man hier, alle Plätze, auch die Parkplätze, waren am Abend immer gefüllt. Der Platz liegt sehr nah an der Stadt, man ist also in ganz wenigen Minuten direkt in diesem kleinen Ort oder Stadt Bad Camberg. An der Zufahrt zum Stellplatz gibt es eine End- und Versorgung. Hier kann man kostenlos entsorgen. Wasser muss man bezahlen. 100 Liter kosten 50 Cent. Bad Camberg ist ein Kurort mit ca. 15.000 Einwohnern. Es gibt hier viele alte Fachwerkhäuser, schön renovierte Fachwerkhäuser. Und hier in der Stadt gibt es natürlich viele Restaurants, Cafés und so weiter. Vom Stellplatz entfernt, etwa 900 Meter, gibt es einen Edeka-Supermarkt. Also wenn man einkaufen möchte, ist man also auch schnell da. Wir hatten Glück, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch ein sehr schönes Wetter, war schön warm. So macht es richtig Spaß, mit dem Fahrrad hier durch die Stadt zu fahren. Wir sind nicht nur durch die Stadt gefahren, sondern auch ins Umland. Und zwar gibt es hier eine schöne Geocache-Runde für alle, die sowas auch, so ein Hobby auch haben. Kann man hier gut machen. Und so sind wir in die Umgebung gefahren, was mit dem Fahrrad sehr gut funktioniert. Wir sind auch durch den Wald gefahren und dort haben wir dann zufälligerweise den Baumwipfelweg entdeckt. Der ist 800 Meter lang und führt durch die Baumwipfel bis zu einer Höhe von 31 Metern. Das Ganze kostet Eintritt 9,90 € pro Person. Jetzt wieder zurück zum Stellplatz. Der Stellplatz hat 8 Plätze. Die reichen meistens nicht aus, denn jeden Abend kommen hier einige neue Camper dazu. Man darf hier 72 Stunden maximal stehen. Und dann werden in den Abendstunden auch schon mal die Parkplätze für PKWs mitgenutzt. Stört auch nicht weiter, denn PKWs sind hier wenig zu sehen. Nach 3 Übernachtungen ging es dann weiter in Richtung Süden. Wir passieren jetzt hier Frankfurt Flughafen auf der A3. Wir haben noch etwa eine Woche Zeit und die wollen wir eigentlich in Deutschland verbringen, an verschiedenen Stellplätzen und wollen dann dabei auch einige Geocache-Runden abfahren. Deshalb suchen wir uns auch speziell die Stellplätze dazu. Einmal sollen sie nah an der Autobahn liegen und zum anderen ist es schön, wenn dort auch eine Geocache-Runde ist, die man nutzen kann. Das muss natürlich nicht immer so sein, nur wenn es passt, dann freuen wir uns drüber.
Die nächste Strecke ist etwa 300 Kilometer und wir haben uns den Stellplatz Morelo bei Schlüsselfeld ausgesucht. Wir sind jetzt auf der Anfahrt. Der Stellplatz gehört zum Hersteller von Wohnmobilen Morelo und liegt in einem Gewerbegebiet. Auch dieser Platz ist nur wenige Kilometer von der Autobahn A3 entfernt. Hier auf der Karte sieht man es, links unten sehen wir die Abfahrt von der Autobahn und dann geht es so ein bisschen rechts schräg nach oben hin. Dort sehen wir das Sicherheitszentrum vom ADAC, Fahrsicherheitszentrum, und links daneben hier in diesem Gewerbegebiet liegt der Stellplatz von Morelo. Wir fahren jetzt an dem Herstellerwerk Morelo vorbei. Ich nehme an, dass das hier die Produktion ist und dann geht es weiter zum Stellplatz. Erster Eindruck, alles recht großzügig und sieht alles ordentlich aus. Wir waren noch nie hier, also wissen wir nicht genau, wie es hier abgeht mit der Bezahlung. Deshalb parken wir erstmal und orientieren uns. Direkt neben der Einfahrt befindet sich ein kleines Häuschen. Hier hat man einen Parkautomaten. Da gibt es auch eine Beschreibung, was man tun muss. Das Kennzeichen vom Fahrzeug wird erkannt und man kann einfahren, sich einen Platz aussuchen und dann später hier an diesem Automaten sich registrieren und bezahlen. Es ist Sonntagnachmittag, wo wir hier ankommen. Der Platz ist schon gut besucht, aber es gibt auch ausreichend freie Plätze. Man sollte immer gleich bezahlen gehen am Parkautomaten, so steht es jedenfalls dort geschrieben. Und man hat dann bezahlt für 24 Stunden. Ja, der Platz ist gut besucht hier. Stehen natürlich nicht nur Wohnmobile vom Hersteller Morelo hier, aber überwiegend, das muss man ganz klar sagen, sind es hier Fahrzeuge vom Hersteller Morelo. Ein Teil dieser Morelo-Mobile, die warten hier oder ihre Eigner warten hier auf einen Termin, beziehungsweise haben morgen einen Termin und nutzen diesen Stellplatz, um dann morgen früh gleich hier zur Werkstatt hier reinfahren zu können. Jetzt stehen wir hier vor der Einfahrt des Stellplatzes von Morelo. Eigentlich sollte die Schranke unten sein. Es gibt hier nämlich eine Kennzeichenerkennung. Wenn das Kennzeichen erkannt wurde, öffnet sich die Schranke und dann geht man hin, wenn man den Platz sich ausgesucht hat, wo man stehen möchte, hier zum Parkautomaten. Dort bucht man sich ein und zahlt seine Platzgebühr. Für Leute, die jetzt kein Morelo fahren, kostet das 15 €. Der Parkautomat nimmt nur eine Karte, Visa-Karte oder Master, also Kreditkarte, oder man kann natürlich hier auch mit dem Handy bezahlen. Leider hat das jetzt hier am Abend angefangen zu regnen, sonst wäre das Ganze natürlich, oder die Bilder wären schöner. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen weiter. Wir haben hier so einen kleinen Teich. Hier kann man, wenn man möchte, sich hinsetzen. Hinten gibt es eine Bank. Dann gibt es, das sehen wir jetzt so ein bisschen im Hintergrund, ein kleines Gebäude. Dort kann man reingehen oder sich unterstellen und hinsetzen, vielleicht mit einer Gruppe zusammen, sich zusammensetzen. Das ist ein offener Bereich, aber schön, dass sowas da ist. Hier haben wir die End- und Versorgung. Hier kann man kostenlos sein Grauwasser und auch seine Fäkalien entsorgen. Und es gibt eine Station, wo man Wasser zapfen kann. Wenn ich das richtig sehe, braucht man hier kein Geld einwerfen. Bin mir da noch nicht ganz sicher, aber sieht so aus, dass man hier auch kostenlos Wasser zapfen kann. Die Entsorgung ist vor dem Stellplatz und liegt auf der linken Seite. Ja, wir haben Sonntag und Sonntagabend. Der Platz ist gut gefüllt. Man sieht nicht alle Plätze. Es sind vielleicht ca. 50 Parzellen hier. Nicht alle sind belegt, aber der größte Teil. Die Parzellen sind hier sehr großzügig, also auch für Fahrzeuge von 12 Meter Länge kein Problem. So stehen hier auch einige Wohnmobile mit Anhänger. Auch die können komplett auf einer Parzelle stehen. Strom ist hier in der Platzgebühr enthalten.
Man hätte hier auch die Ausstellung besuchen können, das haben wir nicht gemacht. Wir hatten ja nicht so viel Zeit und am nächsten Tag sollte es ja für uns auch weitergehen. Durch unseren kurzen Aufenthalt hier haben wir natürlich von der Umgebung wenig gesehen. Wir haben gut geschlafen hier auf dem Platz, allerdings in den Morgenstunden hörte man Baumaschinen, die etwas entfernt am Arbeiten waren. Ich habe mit einigen Campern hier auf dem Stellplatz gesprochen. Die meisten nutzen diesen Platz als Etappenplatz oder natürlich für die, die Morelo besuchen wollen, nutzen diesen Platz auch. Man sieht, viele Plätze sind jetzt wieder frei. Die Durchreisenden sind wahrscheinlich früh morgens dann gestartet zu ihrer weiteren Etappe. Man sieht, die Schranke ist jetzt oben. Normalerweise soll sie geschlossen sein, so hat man mir erklärt. Und über die Kennzeichenerkennung würde sie sich dann öffnen. Natürlich nur dann, wenn man auch bezahlt hat. Wir entsorgen hier noch, da die Entsorgung hier auch großzügig ist und gut anzufahren ist, nutzen wir die Möglichkeit hier zu entsorgen. Das war mein Bericht zu den Etappenplätzen, die wir genutzt haben in Deutschland Richtung Kroatien. Es wird noch der eine oder andere dazukommen und dann werde ich natürlich auch noch über Kroatien berichten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.